Marius, we hebben het eerste zing, nummer 44. De Überschrift sagt, das Heil ist frei, so das ist für uns alle. Nummer 44. Das Heil ist frei, o tut es kund den Menschen nah und fern. O rühmet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Nummer 20. Nummer 20. Lasst uns danken, statt zu klagen, kommen wenn uns in der Mut und wir werden besser fahren, dass Gott auch der Wunder tut. Es gibt keinen Blinden zu wahr, es ist Gott, der alles will, der uns auch durch Schwierigkeiten
Gott morgens jeder einer. Ik freue mich, dass wir hier waren, dass der Taub kommt. Von der nach war das Morgen. So machen jeder einer sich hier war, wir hier das Jahr haben, tüßig sein. Auch für alle, was wir hier eigentlich taub sein. Machen wir hier war bloß kein in Vermehrung haben, wo wir uns wollen kein gesehen fallen. Wo wir uns war erst, wo wir $10 taub tragen, und war wieder kein abgebüht worden. Und ich kann einfach das Falle vertrauen, dass wir einfach Gebet waren haben für das Gottesdienst, dass Gott irgendwo noch was im Wort für uns haben, was er zu uns reden wird. So möchten wir alle sein Gebetsfall gekommen, um zu hören, was das Wort von der zu uns zu sagen hat. So, alle sind schon klaus richtig danke mir hier in Psalm 103, die erste 3 Vers zu lesen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlässt, der dich erkleinet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund freilich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und gerecht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, der Kinder Israel sein Tun. Barmherzigkeit und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer harren, nach ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unseren Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. So ferne des Morgens ist von Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Mit diesem großen Gott, weil wir von der Wahrheit zu tun haben, das Gott, was erstens unsere Sünden vergeben kann, wenn wir an den Freien tun. Was du ein barmherziger Gott ist, ein gnädiger Gott, auch ein geduldiger Gott. Und was sich immer war, über die erbarmen det, was am fürchten det. So mit diesem großen Gott, weil wir uns von der Wahrheit hier beschäftigen und uns ihn wieder nennen zu lassen. Und mein Vertrauen ist einfach, dass sich wirklich was bezeugen und uns, dass ich will sagen, dass wir waren den Mut haben, um wieder zu gehen. Und auch für die, die wahrscheinlich uns von der auch online anhören, wie wir noch entweder willkommen halten. In der Begebenheit, wo wir gerade von der sind, in der Zeit, wo wir sind. Vielleicht haben wir, glaube ich, auch sich die Entscheidung gemerkt, was sie uns wollen, live hören von der. So auch für Jünd, wenn für Jünd, dass die machen können, Gottes Seelen erfahren, auch durch uns Gottesdienst hier von der. So, das sind schon klaus richtig frei, eine Hotline zum Gebet. Wenn wir schon vor wie kommen, das Morgen hier vor die Gott, und noch einmal Dank wie und Lob wie und Preis wie die, Herr, dass wir dürfen vor die kommen, und Herr, dass wir dürfen euer Leben haben. Herr, wir seien die Dank, dass wir hier so angestellt taub kommen, und Herr, dass wir können hier die Anstrengung nach der Gottesdienst haben. Und Herr, wir freuen uns besonders, Herr, dass wir hier in unserem März sein. Herr, möchten wir, dass wir können, mehr Tau uns nehmen mit dem Wort, was uns wird halten, da ist es Kinder Gottes, die ähnlicher zu wollen. Herr, dass wir wollen können das Gottesdienst so aufholen, Herr, dass wir wollen die Erde von kriegen und dass wir wollen die Luft in die Preis wollen dadurch. Herr, wir befehlen dir besonders die ganze Sinne schaulich an. Herr, der Lehrer hat sich alle Wochen gemerkt, Herr, muss die endlich wieder den Mut und die Kraft geben, dass sie wollen können reden, was sie reden würden sollen, und für all die, was wollen, in den großen Teil nehmen, Herr, dass sie wollen können, mit mit was du sein. Herr, ich so wieder hier für die Anleitung, Herr, ich will, dass du die auch das machst du. Ganz bezeugen, Herr, dass ich was kann reden, was die was geredet haben, auch du, dass immer alles, dass du was was die ihr kriegen. Und auch für wieder so eine Botschaft hier, für Bruder Jakob, Herr, dass die immer was muss, seine Lappen salben, Herr, dass er auch das reden, was die was geredet haben, auch du, dass unsere Worte nicht was wollen, bereit sein, das abzunehmen, aber nicht nur das abzunehmen, aber auch sondern das zu leben. Herr, uns Ziel ist, dass wir das wollen, die ähnlicher wollen, und dass wir wollen, Dollar die loben und preisen, für wer die was. In Jesu Namen. Amen. Nummer 388. Lass die Herzen mehr
Gut, wir freuen uns auch, dass wir die Schwester Jakob Bieden von der dürfen hier das Gastredner haben. Das Bruder aber den Zeloter werden mit der Botschaft dahin, habe ich war persönlich habe ich einmal willkommen geheißen, aber nicht hier vor oben. So, willkommen hier bei uns. Freuen uns dort noch für die Botschaft. Gut, wir wollen uns hier von der wieder in dieser Anleitung hier in Kleinbastje beschäftigen mit uns Hort. In der Überschrift habe ich gegeben, mit was erfüllst du dein Herz? Und mit dat wil ik dan goed zeggen, met wat ervul ik mijn hart ook. So met wat ervul wir ons hart? Wir weten dat wir haben von der sehr viel Angebot in ons Leben. Sehr viel verschiedenste Wege, wo wir uns hart können füllen. Und wir fangen aber in Matthäus 15, Vers 11, in 15 bis 20 du wieder, wollen wir jetzt mal die Vers lesen, da das nicht anderen ist, was wir eten, sondern was uns rückkommt. So, wir uns das erste Mal diese paar Verse lesen, erstens Matthäus 15, Vers 11, und danach wieder von 15 bis 20. Das sagt, was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht, sondern was zum Munde ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Dann die 15. aber den 20. Vers, dort sagt, da antwortete Petrus und sprach zu ihnen, deutet uns dies Gleichnis. Und Jesus sprach zu ihnen, seid ihr denn auch noch unverständig? Merket ihr noch nicht, dass alles, was zum Munde eingeht, das geht in den Bauch und wird durch den natürlichen Gang ausgeworfen? Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen ärge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewesenen Händen essen verunreinigten den Menschen nicht. So, was wir hier all sein können, wird hier in den 18. Vers auch sagen, dass dort wird uns Müll, was wir aneten tun, das nicht, was uns andere merken, sondern dort wird wir sein tun. Und wir weiten dort auch, was immer wir
sein down, wat uit ons uitkomt, dat is something wat du in ons hart ben is. En we willen van der ons een paar dingen aanloten, met wat onze glieder zijn, wat du met ons hart verbonden zijn, en wat du waarschijnlijk ons hart vallen doen. En dat is dan ook wat du dan immer wat uitkomt. En dat eerste, wo wir uns wel een klein bisschen aanloten, dat is in onze gedanken, in ons verstand. Wir weten dat in gesunder Körper, in gesunder Verstand, diese Frau, dat die zum Morgens wollen abwarten, dann fängt das an zu wackeln und das fängt an zu wackeln. Und da ich den ganzen Tag, das wird nicht abhören. Und da ich das den Tag immer bis wackeln und wackeln dat, dann wollen da aufhängen verschiedenste Gedeihen abzusammeln. Und was dann lauter wollen in ans Horten ankommen. Was wir hier auch besonders sein tun, wie in der Welt das auch weiten dat, dort ans Verstand zu dort arbeiten dat, hat die ganze Media ein besonderes Zutritt hier in unsere ganze Rolle in uns Leben. Sie proben uns zu beeinflussen auf sehr, sehr viele verschiedenste Wege. Und was wird das sein? Ich denke, wenn wir alle an die jüngeren Menschen denken, da würde sein, vielleicht da können Facebook, da können Twitter, da können Instagram sein, was sehr, sehr viel Einfluss geben wird, mit verschiedensten Dingen, dass sie sich würden behalten, dass sie sich würden kleiden, im Ganzen, dass sie sich würden einfach abstellen, was hat mit zu tun, was sie haben können in ihr Verstand nennen, und lauter erst das harte Fall von. Und ich sage da, die jüngeren Menschen, da unsere Jugend, ich weiß nicht, hier sind vielleicht auch ältere, was auch mit das würden viel zu tun haben. Ich persönlich glaube, das ist ein eigenes Denk, aber das sind meine Ansichten da an. Aber ich denke, wo wir alle viel Dollar über den Namen kommen, das wird in unserer WhatsApp sein, nicht so? Was ihr wahrscheinlich mit dem Denken auf euch gefangen, was uns ein großer Segen wir, besonders wenn ich mir über Denken und Geschäft, du hast mir auch sehr viel könnt halten, mit Informationen wiederschicken, was die Brücken dann tun. Aber über den, denke ich, die WhatsApp-Gruppen, dass über den Krieg sind, wo irgendwo die Welt hat weggefangen, uns in gründlich sagen, dass der Einfluss zu geben, was mir über den so scheint, was in viel größerer Schaden ist, als was können sehen sein. Wir sind dort, wo viele Gruppen über das Zeit sind, WhatsApp-Gruppen, wo sie sehr viel Lied, so sehr angenommen haben, wo sie so sehr viel verschiedenste lernen, so sehr viel verschiedenste Ideen annehmen und wo sie wahrscheinlich sind ganz mit durcheinander gekommen, dass sie nicht mal einen festen Grund haben. Dass sie falsche Lehren würden annehmen, im Ganzen, dass er bloß sehr, sehr viel Schaden angereiht. Mit all den Statusen, was wir da sein tun. Wir sitzen dort erst über den einfach bloß in Tiefsteller, in dem Ganzen, wenn ich, als das nicht Dollar durch eine Hand kommt, das für einmal würden sein, über YouTube, über Internet. Was von der kleinen Prozent du um gutes Band ist, wie fangen sich so an zu schien, als wenn dort mit WhatsApp über den nur durch eine Hand geht. Wir sollen das auch in den Neuigkeiten. Man unsere ganze News schicken, was da angehen wird. Wo sei an uns Verstand proben Dinge non zu bringen. Was haben wir die letzten paar Wochen gemacht, dass irgendwas wird? Weil mit diesem ganzen Coronavirus, sie haben die ganze Welt haben sie sehr, sehr können abreden. Was ist die meiste Kraft von alles, was du geredet wird und was du getan wird, weil das geht am det. So wie kann das sein, sie haben einen sehr, sehr großen Einfluss in diese Dinge. Auch so mit Publizität, was sie treiben dann. Irgendwo, die schaffen an uns, um sein uns Verstand, dass sie du wollen können, was nennen, was uns hart lauter was fallen. Die wollen uns Verstand fallen, wenn sie weiten, dann haben sie einen Teil könnt mit uns beschädigen. So als Gott besorgt, mit was wir uns Verstand fallen tun, und du musst einfach das klar sein, jo, er ist. Wenn er weitert, dann ist lauter, was du Wort in uns Horten ankommt. Ich denke, das ist ein Wort, das immer wieder wichtig ist, dass wir immer wieder uns vertiefen tun in Gott sein Wort, in Gebet, enge Gemeinschaft, wo wir mit ihm haben, in Gebet und auch mit Bibel lesen. Wenn auch dort, wenn wir dort wollen tun, dort wird lauter in uns Horten ankommen. Doch ein klein bisschen noch,
wenn wir auch immer bis würden nu unsere letzte 24 Stunden nehmen, um ein klein bisschen sein uns Verstand mal drei zu denken, was das alles wird gedreht und gewackelt haben, was das alles möchten für Gedanken sein, was würden sein ever gekommen. Würden das sein Gedanken, was Gott einfach würden verherrlichen. Und ich würde einfach mal sagen, in meiner Lehre, vielleicht würde das nicht sein was. Wenn ich mir mal so einfach meine Gedanken aufstellen und ein anderer wird, wir würden hier mal die Gardinen drauf tragen und lassen die mal alle verrollen, dass die alle würden können sein. Ich glaube, da würde ich mir wünschen, ich hätte viel andere Gedanken geführt, als ich habe geführt. So werden wir uns prüfen, was ist das, was wir uns Verstand ever und ever lassen durchdrehen, wenn das Wort in uns Herzen ankommt. In Psalm 19, Vers 15 sagt es, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens von dir, Herr, mein Hart und meine Leser. Würden diese Reden, was immer ich gehört haben, würde dem Herrn einfach gefallen. Weil wir dann uns bis selbst hängen und Licht führen, wenn wir glauben, dass wir durch den Tag uns bis einfach kann beschäftigen mit verschiedensten anderen Gedanken, die uns nicht kann sehen sein, wenn wir glauben, dass das nicht irgendwo in uns zurückkommt, das Wort zurückkommt. Was wir durch den Tag immer weiter denken tun, das Wort in den Weg uns formen, wo wir leben tun, und das Wort uns formen, was in uns Hart zurückkommt. Das Zweite, was ich hier habe, ist uns Willen in unsere Entscheidungen, was wir jeder Tag auch zu merken haben. Als wir darüber denken oder nicht, aber wir haben durch den ganzen Tag haben wir immer wieder Entscheidungen zu merken und den Willen das auszuführen. Was bloß wir würden ein paar Beispiele anführen, like das Bild von der Morgens war das dann abgestoßen, weil das wir eine Entscheidung, dass wir wollen abstehen, auch der Willen, dass wir das deuten. Dass wir waren haben Frühstück gegeben. Und dass wir uns haben dort eingetragen, was wir uns von der eingetragen haben, dass wir eine Entscheidung, was wir merken deuten. Dass wir sind gerade hier in der Kirche fahren. Oder dass wir, wenn wir fahren, wenn wir links, wenn wir rechts, wenn wir brechen, wenn wir abspielen, das sind alles Entscheidungen, was wir merken deuten. Mit wem wir uns befreit haben, das ist eine Entscheidung, was wir gemerkt haben. Als ich persönlich, oder die persönlich, dass wir Jesus haben angenommen, dass wir eine Entscheidung, was wir merken deuten. Dass ich eine positive Einstellung habe, das ist eine Entscheidung, was wir merken deuten. Das ist nicht bis something, was für selbst kommen wird. Wenn wenn wir entscheiden, dass wir Menschen leben deuten, was sich dort nicht verdient haben, was uns wahrscheinlich immer weiter haben tun, Menschen, die uns haben arg behandelt, wenn wir danach entscheiden, dass wir danach leben, dann merken wir den Entscheiden und dann machen wir den Willen haben, dort zu tun. So das sind die positiven Seiten von den Entscheidungen. Und so haben wir dort auch mit unseren Entscheidungen, was wir merken, haben wir auch so ein negative Ding. Wir sollen dort auch immer weiter aber Menschen in Sinn fallen, dass sie auch meist immer Dinge haben fertig geben und leben, dass es bis mit zu versalzt gekommen. Und das aber nicht. Das ist erstens, dass wir haben auch die Entscheidung gemerkt und auch den Willen gehabt, dort zu tun. Personen würden dann sagen, ein bisschen das sein, und dass ich zu viel über gedacht habe, ob ein hastig Weg wo ein Dränghaus. Und sind bald wieder, ja, sonst hat das nicht. Die beste bis wo accidentally irgendwo angekommen, wo du nicht hast, wo Bern sind, besonders in seiner Hinsicht keine Stadt. Die nächste, wo sein, und dass ich zu viel über gedacht habe, hat mich verlebt. Ich bin in Eierbruch geraten. Die nächste würde sagen, ich habe nicht überwunden, was gedacht, dass man hastig war, ich eine Weg war, da Pornografie bin. Das sind Dinge, die habe ich muss entscheiden und die habe ich müssen Willen zu haben. Die nächste würde vielleicht sagen, und dass ich zu viel über gedacht habe, war eine ganz schlechte Rede gehabt über den Nächsten. Ich habe geplüdert. Vielleicht eben eine Person, die auch ganz doof wie, was auch nicht im Sieg leben wird. Und er steht dort in irgendwo, wo eine Haupt wir, hat den bis nach raufgebracht mit dem, was ich über den geplüdert. Der nächste wird sein, und dass ich zu viel über gedacht habe, wenn ich bis war, einmal all mit einer Legenes zu tun gehabt. Und die nächste Person wird bitte have trouble mit negativ sein.
der hat meist immer über jeder Ding hat der was zu wünschen. Nur das über die Schule sein. Die Schule ist nicht mehr gut, die Lehrer sind nicht mehr gut. Die Kirche, alles, es ist sehr viel Dinge, die auf die Kirche aussehen. In der Kolonie ist alles nicht mehr gut. Und was war das aufgefordert? Was war das, mit dit etwas zurückbringen? Das sind einfach so viele Entscheidungen, was eigentlich auch jeder Tag merken dann, was uns auf einen oder den anderen Weg wollen, wohin leiden. So dass ich will sagen, wir merken in Tag über Entscheidungen. Und die wollen in uns fortkommen. Und auch die wollen nicht ans Rückkommen. Das sagt, was uns Hort voll von ist, dort wird es von Rückkommen. So wir uns immer weiter, ob negativ oder positiv, und immer wieder wollen nennen ans Hort, dort wird es Rückkommen. So also doch so wichtig, dass wir wollen uns Part zu tun, dort uns Hort wird gefällt sein, mit den guten Dingen, wenn das wird Rückkommen. Das nächste, die Emotion und die Feilungs, was wir haben. Wir weiten dort, die Feilungs hat Gott uns gegeben für eine besondere Ursache. Und es sind sehr gut, dass die sehen. Wenn dort sind Ferten da, wird uns schüben tun, um Dinge zu tun. Einmal schüben die uns, dass wir Dinge tun, und das nächste, was später ist, die reden uns drei. Als wenn die auch einmal ein bisschen utbalanced sind. Aber die Feilungs, was die sehen, dort ist gut. Bloß mal ein Beispiel nehmen. Like unsere Feilung wird lange nicht einmal uns morgen sein, dass wir Jankan abgestoßen. Aber wenn es hastig war, wir an, check dir mal, das ist einfach ganz tief, wenn ich noch mal meine Dinge beschädigen, wenn ich noch mal mit Zeit nehme für eine persönliche Gemeinschaft mit Gott, da mache ich abstoßen. So dass dann unsere Feilung, was uns kann, auch dort zum Golden sein. Und das ist gut, dass ich will sagen, dass Gott uns diese Feilungssieg gegeben hat. Diese Feilungs, die kann uns auch die verschiedensten Dinge bewegen. Diese Feilungs, die kann uns merken, wenn somebody helfen, was wir sein kann, Person, was du halbbrücken down, wo wir können sein, dass vielleicht eine Krankheit gewesen, weil für die früheste Jahr hat dann vielleicht einmal eine besondere Verreich in der Abgabe, dass sie entweder mit einem Motiv bedeuten. Dass wir etwas einfach wollen besiegen wollen, entrösten wollen. So, wo wir können ganz die Dinge abnehmen, wo wir das Verreich haben, wo unsere Feilungs und unsere Emotionen uns bewegen, die Dinge zu tun. So dass ich sage, dass hier sind, wo noch viel mehr positive Dinge können sein, was die tun. Aber somehow scheint es mir das so, dass unsere Feilungs eine große Prozent von denen sind die, wo wir sie sehr viel mal abreagieren tun, was die aber negativ utarbeiten tun. Feilungs wird uns merken, in der richtigen Entscheidung merken. Ich habe es mir gefallen, oder ich habe mir was gedacht, und dann habe ich dadurch eine richtige Entscheidung gemerkt. Wegen Feilungs haben sehr viele Menschen einfach Träge holen, dass sie die Nächsten einfach haben können, ganz völlig vergeben. Das sind vielleicht Dinge, die Jahren in Jahren passiert sind, aber diese Feilung, was du noch einmal erst, dass die niemand hat getan, das kann ich ihm das nicht vergeben. Das schafft das nicht. Dat ik immer wieder was wir in den anderen holen. Feilungs hat uns auch merken, in sehr viel schlechte Entscheidungen merken. Bloß ohne Ding, was ich gefällt habe, bloß wegen dort, habe ich Dinge getan, wo ich Luther habe sehr bessere Folgen abgehört. Da ich Feilungs, was ich gehört habe, und was Glück durch Menschen haben sie auch sehr viel Dinge gesagt, sehr viel Dinge lassen über ihre Leben kommen, was hat einen großen Schaden angereicht. Das hat was zu tun mit Feilungs, was ich habe, wo ich wahrscheinlich nicht einen großen Grund für habe. Die Feilungs sind auch die, was uns Ferken sein, wenn der andere uns nicht ganz reich angekickt hat, dass dieser Mann wahrscheinlich was die nicht haben, wenn der hat mich nicht nur begreift von der Samaris. Und dass der andere vielleicht über was gedacht hat einer all die Feilungs gehabt, dass diese Person wird wahrscheinlich was die nicht haben. Die nächste wird sagen, ich fall mir vielleicht nicht durch, ich werde bald kommen. Hat mit der Feilungs zu tun. Und die nächste, wenn sie eine Feilungs, wird vielleicht auch manchmal gesagt haben, no, meine Feilung sagt von der, ich fall mir nicht durch, dass mir jankert, eine Mehrwert die bestimmte vor.
Wir weten dat du kan Ursachen sein, du kan uitnomen sein, aber ich denke, sehr viel von det har von der zu tun mit, ich fall mir das nicht nur. In der nächsten würde ich sagen, ich kriege zu Sinn und meiner Gebetsstunde. No, ich fall mir das nicht nur. Vielleicht hat eine Dracke Werk hinter mir gehabt, ich fall mir das nicht nur, dass ich von der Worte meiner Gebetsstunde fahren. So kann das hier auch sein, dass unsere Feilungs eine große Rolle spielen in uns Leben. Und die waren an uns Hort ankommen. Und was du dann in uns Hort ben zijn, auch dort wird zurückkommen. Laat het dan schlachtet, goudet zijn, aber das Wort zurückkommen. Und mit unseren Gedanken, was wir immer darüber wollen haben, mit der Entscheidung, was wir merken wollen, wir weten, dass das jetzt immer something grata, und über den ist das, was uns Hort voll von worden wird. So, nu haben wir uns die Karte, die 3 Dinge ein klein bisschen bekickt. Und wir können das sagen, was sei das Hauptgrund das, und wo das uns Hort fordern das. Matthäus 12, Vers 34, der letzte Part von den Vers sagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. So, wir können nicht anders als das sein, was mein in den Hort voll von ist, dann ist, was wird überkommen. So, ich und du, wir dürfen entscheiden, was soll überkommen. Dann, den 35. Vers, du bist ein Vers wieder sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. So mocht wir, das ist der 35. Vers, dass wir wollen kennen, dass das guter Mensch, sondern mit einem guten Wort, dass wir wollen kennen, dass zurückbringen, was positiv sein. Weil die Menschen können mal so und so lang anschmieren. Ich weiß, dass Ferken sind ein vom Böten so viel schmacker, als das ab ihrem vom Bein ist. Aber das geht mal so und so lang, dann kommt das rüt, was ab ihrem im Hort Bein ist. So werden uns loten, einfach einmal waren mit den verschiedensten Dingen, mit was wir zu tun haben, mit uns Verstand, dort, was immer wir uns wollen anchecken, was immer wir wollen loten uns mit beeinflussen, werden wir vorsichtig sein mit dort, wegen das Wort in uns Hort ist, was farming, was der Lothar, was rückkommt. Und mit uns Wahlen und mit unseren Entscheidungen, was wir jeder Tag zu merken haben, werden wir nicht checken, dass das wollen Entscheidungen sein, was einfach bloß wollen Gott verherrlichen, dass wir wollen loben und ehren und preisen mit der Entscheidung, was wir wollen merken. Und auch mit den Feilungs, was wir immer waren haben, möchten wir auch die Feilungskern reich bringen, durch das Gott uns die gegeben hat. Er hat uns die für eine Ursache gegeben. Aber dass wir die wollen einfach vorsichtig mit umgehen, dass wir wollen in Segen sein für die Menschen rum uns. So, Bruder und Schwestern, ich wünsche einfach bloß besonders, dass wir würden immer weiter durch die Kirchen, dass wir wollen vorsichtig sein mit was wir uns heute fallen tun. Wen, was uns heute fall von ist, dass es bis einmal was zurückkommt. Gut, mir jankert hier noch das letzte zum Schluss, jankert mir hier ein kurzes Gedicht zu lesen. Es ist für mich ein großer Segen, dass ich das hier darf lesen, weil das ist something, was uns teuer sehen, gestern noch hostig hart geschrieben dort. Und mir ist es einfach ein großer Segen, mit der Gute Gott am die gegeben hat. Hostig, habe ich in den Ofen, da kam ein bisschen ab, habe ich gleich mal ein Gedicht geschrieben, na, was ich für Ideen habe. Weil ich hier bis hostig, ich will ein klein bisschen über die Anleitung, was ich von der hier plan zu bringen. Ich finde bis hostig ein Gedanken, dass ich über uns hört. So, das legt dir dann wie eine Stunde und kann dann mit das Copy ab. Und wir wird ein wundervoller Sehen, dass diese hostig können abkommen. Mit der das Leute, ich werde hier ein bisschen Englisch überlesen, hoffentlich kann die nicht von mir überstehen, dass sie wenigstens seine, leider in seine Gedichte geschrieben hat. Eine Überschrift hat hier gegeben, a pure heart. Dann hat das Gedicht wieder geschrieben. We can see the importance of each body part, the brain, the lungs, and most importantly, the heart. It is not just an organ, it is God's work of art.
and we can feel if we are near to him or far apart. Does your heart bear fruit like wheat in the plentiful land, or does your heart bear bitterness like the hot desert sand? People say words that come into your heart and leave you with a bruise, but what later comes out of your heart, that, my friend, you must choose. So create in me a pure heart, O God, and cleanse me through and through, and let your love shine through me each and every day, whatever I may do. So dit is wat mijn verlangen even ook moet zijn. Waar we ons hart rein houden, waar we dat allemaal waren ook met goud houden, dat we allemaal waren wat kan uitkomen uit ons, besonders als Christen, dat die mensen wat nog niet ons Herrn Jesus kan doen, dat zij worden kan something in ons zijn, wat en ook wat in je taak geven, naar om te komen. Nog Gott wieder die Seele. Singen wir Nummer 500. Nummer 500. Would it passen das für eine Abstimmung, like saying? O ich singe so gern, ein frohes Jubiläum, das geht im Himmel meines Herzens
Gut, kann übrigens vielleicht alle anfangen mit ans Bulletin, mit dem, was er nennt, kommt, ans Aufrufzeichen der Sprache zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Deswegen habe Angst ist die Abwesenheit von Vertrauen. Deswegen habe seine Gedanken durch so, das jetzt an wird, wie die Fürbitte steht, diese Anruhe wartet von der in der Welt darf, weil du so, in wenig Zeit einmal über 7000, bald 8000 Millionen Menschen jetzt das Leben zu ändern, zu manipulieren, am anderen Weg zu schaffen, zu beeinflussen in andere Welt, durch dort, was er angeht. Deswegen, was wir immer klar haben, für uns das Kinder Gottes, haben wir noch diesen golden Trost. Vielleicht erst hab eine andere Frau, na, weißt du, wie zu dieser Ding? Was sei wie zu dieser Ding? Weil wir weiten dort nicht. Wir können du sie nicht hinterketten. Aber wir weiten dort so, was dort hängen ist. Das geht nicht am dort, was du nicht an ist. Das, was dort hängen, so wird uns dort erst auch klar über das Wort Gottes. Wenn wir checken dann in Daniel, wenn wir checken in Thessalonicher, wenn wir checken in Offenbarung, dann sagt uns das Wort all, hier ist mehr der Hänger, als das Bild, was sie uns verüben wollen. So, deswegen haben wir das Kinder Gottes und dass wir die Einzelheiten weiten, haben wir diesen Trost, dass wir können sagen, was Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Die Welt in Tränen, was sie können geben, der ist nicht lang. Und dort ist vielleicht ein bisschen Scheinfriede. Und von der auch gesagt wird, du Fried. Das bedeutet vielleicht ein bisschen nicht groß scheitende Flinten, der Kanon nicht. Das ist aber noch nicht den Frieden, was der Herr ja von seinen anderen redet, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist, was wird uns sagen, dass in der Wegen, was immer das ist, dass wir ruhig bleiben in dieser Lehre, dass wir uns nicht abregen, das ist, was uns als Vorstand das wichtig ist, dass wir nicht hier durch übereilt Dinge tun, uns abspielen lassen, und das ist erwähnt, durch die Medien, kann das sehr busig passieren, dass wir da so vorsichtig sind. Und dann ist vielleicht die Frage, was haftet irgendwas mit zukünftigen Dingen zu tun? Haftet irgendwas mit Betriebsratszeit zu tun? Und da würde ich mal sagen, dass es in 2. Thessalonicher Kapitel 2 sagt, Vers 7, sieht Paulus allmächtig für diesen Datei, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur das, der das jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshafte, der Gesetzlose, offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Dann regt sich all das Geheimnis von der Bosheit, von dem Boshafter, von den Gesetzlosen, das ist der Antichrist. So, wenn dann all durch was regen deut, dann kann wir all sagen, von der Rechte sich auch noch. Kijk, was von der Absicht ist, weiß ich nicht. Aber wir sehen all, was wir finden über die Zukunft zu denken, mit dem Ding, wo leicht man kann die ganze Welt beeinflussen, und wo leicht das dann auch kann sein, dort zu tun. So wird es dort durchgeschickt wird. Aber wir sagen nicht, dass wir in der Trübsalzeit sind. Also hat nicht Angst vor dort, und dort geht es nicht. Man muss immer klar merken, der Herr sagt, in dieser Welt sei ihr vielleicht unruhig, aber in mir habe ich Frieden, hat nicht Angst, erschreckt nicht. Kinder Gottes sind auf einem anderen Bild. Aber das ist diese Welt, und du wirst, weil wir geloten sind, man das Ganze, das Wort in Johannes, weil wir uns annehmen, uns Hart braucht nicht erschrecken, wer in Christus ist. Wer nicht der hat gesagt, Angst zu haben. Gut, wir wollen hier wieder uns Bulletin betrachten. Wir sind hier im Quartett, was der Bild soll sein, und das soll erwähnt. In der Botschaft von Priester Jakob Bieber, was sei hier sein als die Schwester. Willkommen hier vor der Botschaft. Ich freue mich von Peter, dass er die Anleitung mir aufnimmt, gestern noch, dass er können andere Dinge beschatten. Und Bruder John ist im Altenheim gewesen, sind auch gleich hier im Gottesdienst. Erstens, von der Hof 3 Nummer ist Jugendstunde. So, wir denken noch, solange es möglich ist, unsere Gottesdiensten normal zu haben, alles. Solange es nicht gerade Ding abkommt, dort wird irgendwo ein Ärgernis sein,
En dan wil die Gottesdienst aanbrengen, dat is wat het woord aan zegt. En wat wichtig is, en dat moet ons niet zo leicht wegnemen. Bij de omstanden, wo dat so laat wie so, und das wie so in Kanada, dat het gesagt unerschnell grieten, da haben sie nicht Gottesdienst so allgemein von der. Zweitens, diese Altenheimweg ist noch einmal war, mit der Abgaben. Drittens, dass die hier sein, wird nicht einmal das Schulprogramm anders sein, falls es Umstände sind, ein Abruf, wird das Programm einmal anders sein, und du wird nicht allgemein Schul sein, als Marius. Was die nicht wird sein, das ist, die Schulbasen, die waren an sich aufholen, dass die zur Klack 1 wie die Schulen waren sein. Krijgt die Minuten vor dem Klackentiet, als nie vor 8 wird. So zur Klack 1, dass sie waren bei der Schule sein. Und dann waren die Lehrerstimmen, die eine Stunde sein, und die Abgaben geben, was sie tun, die Erklärung und so weiter. Und dann Klack 2, die Basen blieben durch. Klack 2 waren die Trainer Hüs gebracht worden. Und dann können sie durch dann Abgaben tun, von ein paar Deel. Und dann wird Luther in den Weg, die Töpf geholt worden, Töpf geraubt worden, zum die Arbeit sich bekicken und Flasche abgeben. Und das ist korrekt für die Ursache, dass das nicht soll Ärgernis geben hier und durch. Und dass die wegen steht, mit dem zu beschatten. So, da wird gefragt, die Uniformkleider zu drehen. Und da kann man teilweise sich wieder melden, oder da kann man durch die Lehrer waren dann auch wieder Arnen, wo dann jetzt mit dem Schaffen bewegen, in dieser Zeit, wo Umstände das nicht sind. Und mit dem Ziel, so schön als möglich, keine normale Schule zu haben, und seien es bei deren Abgrund ungefähr. Also, frisch einmal, das ist für Umstände, das sind. Viertens, Montag, Tag 7 zu, was als ungerecht, der Weg wird nicht erst, und wir können Psalm 1 lesen, dann eine Unterhaltung merken. Fünftens, Dienstag, halb 7 zu, was als Jugend, nicht Jugendvolleyball, aber als Klack 7, und aber die Gemeinschaftsabend ist total, und der ist total halb 7. Wir dürfen noch alle halb 7 durch sein. Klack 7 werden wir mit dem Volleyball anfangen. Sie dann Volleyball spielen in Gruppen, Torneos, und wir sind eingeladen zu checken, und auch evens dann Gemeinschaft haben, und du wollen Wuffeln sein, dann halb 7 wieder, so der Zeit haft, dann sagen wir halb 7 alle reut, dann für ein Abend du so alle top. So, jeder einer ist eingeladen zu. Sechstens, Mittag, Klack 7 zu, was er singen, das mal, und aber auch dort Versen nach einer Unterhaltung. Jeder einer lädt wie an, Psalm 1 zu lesen, tschüss, und Mittag zu, was wir durch von einer Unterhaltung haben, zwischen das Gesang dann. Anleitung ist von Bruder Pancho Freise 38. Siebtens, Donnerstag, Klack 7 zu, ist das Gemeindechor. Freitag, Klack 7 zu, ist das Jugendchor. Und Sonntag, Klack 7 Morgens, Gebetsstunde, Junges und Männer. Und Fürbitte hier wieder, so wie auch Vertreter John Unger, John Laverna vor no Cameo, für eine Weg arbeiten durch, Subis Joy Gottesdienst, und er war da auch so Besuch und so wieder, aus einer Anleitung, einer Vorbereitung für die Schwester Gerald Cornelius, wo du so handreichen und du die Gemeinde betreuen, was worum das geht. Und ebenso auch erst den kommenden Weg, die Dönerschule im Friedensort, wo verschiedene Döner von Belize können sie nicht kommen, wenn die Grenze wird, Grutzeier, sie fliegen wollen. Und auch von Kanada sind, es soll hier ein Döner von der Rheinländischen Church durch, hat diese Dönershow, was wir dann im Friedensort haben, so, aber sowas, aber jeden Abend kurz gesagt, so, da wird du verbeten, dass das können Segen sein, für was unser Recht wird. Ihr schon können merken, in der Gemeinde ist. Und, okay, nach einer Mitteilung, die saß da, Jakob Peter, 107, gut getan. Sie haben sich noch eine Uhr operieren, sie sind mutig damit, das war im Gottesdienst. Und auch die Schwester Peter beiwieben hier und saß, sind 3 im Gottesdienst, sind 4 noch 3 von Deutschland, haben noch 3 könnt, über Mexiko. Sie war dort am Genick operiert und sind auch Frau, so wie es gesund ist, 3 gekommen ist. Gut, und wieder hier so nach Almosen, habe von letzten Sonntag 21.800 und $441. Ist da noch was viel zu sagen?
Wegen der Schule ist es klar, dass es dort, weil das nie was einmal von ein Stück sein, was wir können, war was ändern. Okay, dann war das nächste ein Leid haben, nur denn dann die Botschaft so, es gibt eine Zeit, bitte. Wo ist ein Vater Gott wie du, der so an uns hier denket, uns liebt und segnet so wie du und uns so gern beschenket? Was fehlt uns doch hier nun weiter noch, da wir zum Vater haben, dich geben alle Gaben. Du, der so viel an uns gewandt, zu unserem Heil und Leben, der du uns deinen Sohn gesandt, ihn für uns hingegeben, der so geneigt sich den Sünden zeigt, wie solltest du dem Mündern versorgen deine Kinder? Bleibet uns dein Vaterherz in Jesus Christus offen. Dort fliehen wir hin in Not und Spät, mit kindlich Gläubigen hoffen. Und da ruht es sich sanft und gut, da sind wir wohl geborgen und ohne unsere Sorgen. Du hast uns lieb, das ist genug, uns Trost dir zu verleihen. Du hast uns lieb, das ist genug, uns ewiglich zu freuen. Drum lass uns auch nach dem Kindesbrauch durch deinen Geist getrieben dich ehren und dich lieben. Okay, Dankeschön für das Leid. So, dann werden wir wieder die Botschaft haben von Frau Jakob. So, Gottes Segen. Ja, ich wünsche iedereen den dierer Frieden mit unserem Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden, dann ist das Leben nicht in Schein gehen, dann ist das in schlecht gehen, nicht? Wenn wir den Frieden im Herzen haben, und haben in alle Situationen geloten bleiben, oder getrost bleiben. Die Bibel sagt, der Gerechte ist auch in seinen Tod getrost. So, wenn immer uns dann begegnet, dann haben wir noch immer eine, wo wir uns anholen dürfen. Wir haben jemand, das ist ein ziemlicher Bruder, wo wir können uns geborgen anfeuern. Ihr mögt das bei uns von dir auch das dort sein. Wenn wir denken an die Zeit, wo wir leben,
und die Dinge, was wir drehen tun, dann ist es sehr wichtig, dass wir uns wo anholen können. Das ist zum Stehen, wo die Menschen so leicht leben oder so leicht sich abreden. Lotet sein ein Coronavirus oder lotet sein ein Heilungsmittel, vielleicht ein Noni-Juice oder ein Goji-Juice, wenn wir was hören, das ist das Rechte, das ist für alles gut, dann rennen wir dahin, nicht so? Dann bleiben wir dort. Du musst wirklich Dinge leicht schätzen, aber wir wollten, dass wir leben in dieser Welt, du hast nicht ein Mittel für alles. Und wir leben in dieser Welt, wo es sehr wichtig ist, wo haben wir unsere Werte und was bleiben wir, was ist uns Halt in uns Leben. Und wenn dort Jesus Christus ist, dann können wir in alle Situationen noch immer getrost sein, wenn es zuletzt ist uns doch wohl klar, wir sind nicht auf einer Stelle, wo wir bleiben wollen. Das ist ein Durchgang. Das ist bloß eine Zubereitungszeit für die Ewigkeit. Aber so viel mehr Dinge, als wir anwollen, so viel mehr Dinge, als wir sein, was da angehen, so viel wichtiger sei ich dort, dass wir mit Jesus Tod leben dürfen. Das Thema von der habe ich bloß einfach existiert geschrieben, ein Wandel mit Gott. Und dort ist es so wichtig, dass wir einen Wandel haben mit Gott, dass wir dort klar haben. Ich bin immer sehr dankbar für die Bibel, dass du sind Personen gewesen, Männer auch früher, wo uns dort haben klar vergelebt in Wandel mit Gott. Wo du hast durch ihr Leben das bewiesen. Dort sei an Gott leugnen und dort sei sich an Gott holen durch ihr Leben, was immer durchkommt. Wir wollten, was Abraham, er wandelt mit Gott, wie das Noah, wie David, wie Samuel, wie Henoch, wie Hiob und viel mehr wie da. Dort sind gar nicht fehlerlose Menschen. Die machen auch Fehler in ihr Leben, die müssen Buße tun. Aber doch, ihr ganzes Leben weiß dort, dass sie wandeln durch das Leben mit Gott. Wir wollen uns Tags nehmen mit der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41 und 42, das ist da, wo die Gemeinde anfängt. Und da werden wir uns 4 Punkte nehmen. Meine Stimme ist nicht ganz da, wie ein Haus, aber ich glaube, das ist zu verdrehen unterwegs. Das ist nicht, doch wohl nicht wankende, ich hatte das von Oktober damit geplästert und scheinbar komme ich danach nicht ganz losfahren. Bei den Tags hier sagt es, die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So hier ist es, wo die Gemeinde eigentlich anfängt. Und hier sind 4 Dinge, was wir hier wollen reinnehmen. Und ich glaube, wenn ein von diesen Dingen fehlt in uns Leben, dann ist uns geistliches Leben nicht vorig. Ich würde ein bisschen still sein, ans geistliche Leben will ich von dir so ein Haus, ein Gebiet durchstellen. Ein Gebiet, was wir dort in Gebiet nennen können, da muss dort einen Grund haben, da muss dort eine Flur haben, da muss dort Wing haben, da muss dort ein Dach haben, da müssen die Möbeln sein. Sie, wenn ein von diesen Dingen fehlt, dann ist es noch nicht vorig. Sicher sind da noch viele Kleinigkeiten, kriegst du in uns geistliche Leben, sind noch viele Dinge, kriegst du wie eine Anleitung hier, wo wir mit was fällt wir uns fort, es sind viele Dinge, wo wir entscheiden und wo uns geistliches Leben auch sehr wichtig sind. Aber wenn diese Dinge ein von dort fehlen, wenn wir nicht einen Grund haben, dann fehlt das ganz Wichtigste. Und dort sagt der 41. Vers, die nun sein Wort gern annahmen. Für diese Lied, die hören Gottes Wort und sie bekehren sich. Sie nehmen das an.
sie eine Bekehrung macht, das ist das Allerwichtigste in uns Leben, nicht so? Wenn dort nicht da ist, dann habe ich keinen Grund. Wenn wir in der Gemeinde wollen sein, wir wollen getauft sein, wir ein Wort Gottes lesen, und wir hören die Gemeinschaft, aber wir werden nicht bekehrt, und dann wird das all ein Lage Ding sein. Diese Feuerding, was wir hier wollen reden, das erst kriegt, im Glauben sein, also mit der Bekehrung, Gottes Wort lesen, ein Gebetsleben haben, in Gemeinschaft haben und in anderen. Das ist ein Feuerding. Ich habe mir da hier so handgeschrieben, wir fangen alle mit einem G an. Also das Feuer G, nenne ich das Thema, aber das ist ein bisschen leichter am Denken. Aber das erste ist, ein Mensch, der muss bekehrt sein. Der muss im Glauben sein. Anders hat das andere auch alle nicht. Anders hat das viel Bibellesen nicht, das viel Beten nicht, und auch nicht die Gemeinschaft in der Gemeinde haben, wenn wir nicht im Glauben sind, wenn wir nicht auf den Grund sind. In Apostelgeschichte 4,12, du sagst, du hast kein anderer Grund, und ist in keinem anderen Heil, sagst du, ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Also das geht dass Jesus hat unseren Sinn betont. Wer immer das annimmt, das im Glauben. In 1. Korinther 3, Vers 11, du redest von den Grundkreis. Und sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So der Erfahrung, der ist in Jesus Christus. Und dort macht wie klar mehr. Wenn wir das Leben durch sind, oder wir hier schon in einer Zeit sehr wenig kriegen, ist das all die Trübsalzeit. Weil eigentlich ist klar, wenn sie dann all sehen, dass wir die letzte Zeit, dann würde ich von der sagen, wir leben kein Latz in der letzten Zeit. Und das ist sowieso sehr wichtig, dass wir reut sind, wenn Jesus kommt, die sind zu hoch. Weil und wann er kommt. Aber ich wundere manchmal, ist es nicht dicht bei? Dann die Tag ist nicht wiesen, aber es ist dicht bei. Und so wichtig ist es dann, dass wir das klar haben. Wir haben den Grund gleich. Wir leben in Jesus. Wie wollen wir die Botschaft durch sein, dann haben wir uns vielleicht früher und heik, das ist ein Ding in meinem Leben. Wenn ein Haus, wenn das eine Flur fehlt, oder der Wohn fehlt, oder der Dach, Port vom Dach fehlt, oder die Möbel nicht sind, dann ist das nicht vorrecht. Und so ist auch ans geistliche Leben. Wenn ein von diesen Dingen du nicht hast, dann ist das nicht vorrecht. Wie sagt das in Römer Kapitel 10, Vers 11, in Vers 13? Wer Jesus wird anrufen, der soll gerat werden. Das sagt es dit, denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier redet gleich von den Glauben an Jesus, im Glauben sein. Und es sagt, wer das Wort im Glauben hat angenommen, der wird nicht zu Schanden werden. Dann fragen wir uns vielleicht, wann wird ein Mensch zu Schanden gehen? Weil ich denke, das Krieg, wenn Jesus wird kommen, und er nicht bestehen wird, mit dort, was er geglaubt hat. Dass er nicht angenommen wird, dass er nicht mit Jesus wird mitgenommen wird. Dann wird er zu schauen mit dort, wo er abgebiet hat. Wo hier sagt es, wer an Arm läuft, der wird nicht zu schauen gehen. Wie sagt es, es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen, es ist allzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. Hier redet von selig werden, das meint gerat werden. Und das sagt, wer den Namen des Herrn wird anrufen, der wird selig werden. So ich denke, wer das nicht klar hat von dir, ihr soll das unbedingt klar machen. In den Namen des Herrn anrufen. Am Gnade, am Vergebung, am Radung. Jesus sagt in Johannes 13, Nikodemus, ohne nie Geburt, dann wird keiner im Reich Gottes hinkommen. So dann sehen wir, das, wo wichtig das ist, dass der Mensch diesen Schritt merken wird. Und dann weiß wir dort, wann er diesen Schritt merken wird, dann verändert der Herr sein Leben.
Dat fingen we in 2 Korinther 5:17, da redet von einer neuen Kreatur. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Dann ist das Alte vergangen, alles ist neu geworden. Dat meint, all dort, was in uns Hart wir, was er nicht wird bestehen für Jesus, das ist zurückgenommen worden. Das ist aufgewaschen. Und das ist für mich das ganz größte Wunder, was jemals passieren kann, wenn dort, wo er so ammerlich im Hart ist. Dort wird einer so gieren, wo er wohl drehen, dass das niemals passiert wird. Das schaffe ich nicht drehen. Aber Jesus kann das aufwaschen. Dann ist das wahr. Dann ist das aufgewaschen. Dann ist das eine neue Kreatur. Der Preiser redet von nicht mit Worten, nicht wegen dieser so eine feine Ditsche sind, können wir sagen. No. Aber Gottes Gnade ist das. Seine Gabe ist das. Also das ist der Grund, was ein Mensch mit leiden in sein geistliches Leben. Dann hat er die Flur gemerkt. Wenn er das klar gemerkt hat, sein Leben klar gemerkt hat, ich sage nochmal, wir müssen Gott einmal begegnet sein in uns Leben. Ich habe so ein belebt, dann frage ich eine Person, bist du ein Kind Gottes? Dann sagt er, jo. Dann frage ich, kannst du mir ein bisschen vertrauen? Hast du was belebt? Ihn was begegnen, dass wir arm anrauben da. Dass er uns was annehmen, dass er uns was reinwaschen. Wenn wir dort getan haben, an der Periode, das sagt nicht Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann sei Trüben gereicht und verjährt uns und reinigt uns. Aber das muss einmal passieren. So, wenn wir dort haben, dann haben wir den Grund gelegt in uns geistliche Hüskerbe sein. Das zweite, was wir betrachten, das sind die Wein. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort, das braucht in Christ. Der wird wahrscheinlich nicht bestehen bleiben, wenn er nicht, wenn ein Mensch sich bekehrt und er das wieder nicht mehr, er wird nicht wieder bekannt mit Gottes Wort, dann wird er wahrscheinlich nicht wachsen in sein geistliches Leben. Aber wenn wir dort haben, dass wir uns bekehrt, dann ist uns das Wort auch so wertvoll. Dann fängen wir dort im Psalm 119, Vers 105, da sagt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort. Gottes Wort. Wo kann das uns eine Leuchte sein, wenn wir das lesen, wenn wir das horchen? Dann wiest uns dort und sagt, meines Fußes Leuchte, das kriegt von dir, wo ich von dir gehen will. So dass mir das den Tag, den Weg beleuchten. Dass ich wollte nicht bleiben. Und wo ich kann, ich will im Himmel. Du, wo der himmlische Vater ist, du will ich kann, und dort Gottes Wort mir klar macht. So daher ist es so wichtig, dass wir bekannt sind mit dem Wort Gottes. Dann sagt er, Vers 92, wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Wir gehen wie nach Molen ans Leben in Elend, beleben wir nach Molen, dass uns das schwer dann kriegt wir Gottes Wort. Das Psalmist sagt, wenn dein Gesetz, so meint sein Wort, wenn dort nicht wird sein Trost gewesen, dann würde er dort nicht gemerkt haben. Dann würde er vielleicht, ich weiß nicht, er sagt nicht Wort, wahrscheinlich wird er dann gefallen. Wahrscheinlich hat er abgegeben in seinen Kampf. Weil das Leben ist ein Kampf. Doch weil jeder Lebewesen dort muss kämpfen, dass es bestehen bleibt. Und wie man noch, besonders in der geistlichen Hinsicht, du musst wie kämpfen. Du musst wie nur sein, dass wir behoben bleiben. Und was haben wir dort? Gottes Wort. Gottes Wort ist das. So fingen wir dort leben. So fingen wir den Trost, was uns fehlt. So fingen wir den Weg, wo wir wiedergehen sollen. So fingen wir Licht. Auch wenn alle Raum uns anders sagt. Aber wir kicken in Gottes Wort. Und dort ist uns Trost. Und dort ist uns unser Hohl, wo wir können uns klammern. Kolosser 3,16 sagt, Luther, Wort Gottes reglich und ja jeden wohnen. Reglich, das meint, dann selber bekannt damit. Dann lesen wir dabei, dann studieren wir dabei. Jorat ja Menschen Romans, ich weiß nicht, hier so ist, wir sagen, because dieses Wort lesen, aber nicht zu viel.
dan wordt het die verdrehen. Weil wenn das Wort uns verdreht, dann wird es ein schlechtes Buch sein. Ne? Dat is het. Ik moet het vrij met de pons uitwendig kunnen nachwissen, hoe jeder Vers geschreven is. Ik kan het lang. Maar het is Gottes Woord. Wenn wir verdrehen, dann liegt es an uns. Maar nicht an das Wort Gottes. Jesaja 44, Vers 22, wenn wir uns denken, und das ist ein Trost für uns, das ist, wo wir uns anholen, dann redet du so von Missetaten. Das sagt Jesus dort, Jesaja 44, 22, ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Das Vers passt für den, wer sich bekehren wird. Das Vers passt aber für den, wer sich bekehrt hat. Und er fällt aber, er hat dort nicht reichen mehr. Sagst das wir schon jeden, wenn hier würden von daher sein und unsere Gedanken randen da auch. Würden wir dann so heulen, wir können auch in das Vers Missetaten. Und dann fängen wir dort so trostvoll, wenn wir Buße tun, dann fängen wir das Vers und er sagt, ich vertilge deine Missetaten. Wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Ich glaube, meist einmal, wenn es nebelig ist, dann fällt mir das Vers bei. Wenn der Nebel, den schauen wir so, wenn der Samaria dick nebelig ist, pusht dann wieder, dann fängt wir den Nebel gar nicht. Das ist verschwunden. Das ist was der Herr in Beispiel nimmt von unseren Sünden. Er hat bloß weich, dann sind wir weich. Wenn wir Buße tun, dann nimmt er weich, dann sind wir wieder froh und erfrischt und mit einem frischen Mut und frischen Vorsatz durch sind für den Herrn. In Apostelgeschichte 17, Vers 1 auf, wir haben ein paar Begebenheiten, die wollen natürlich nicht ganz lesen, wegen Zeit haben. Aber das sagte, wo Paulus predigen deut, Paulus wird da, und dann sagte du im 4. Vers in Apostelgeschichte 17, und etliche unter ihnen fielen ihm zu und gesellten sich zu Paulus und Silas, auch der gottesfürchtigen Griechen, eine große Menge, dazu der vornehmsten Weiber nicht wenige, so hier kein Menschen zum Glauben. Dann sagte aber die halsstarrigen Juden neideten und nahmen zu sich etliche boshafte Männer, Pöbelvolks, machten eine Rotte und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und traten in das Haus Jasons und suchten ihn, sie zu führen vor das Volk. Also, wieder lesen wir da, sie müssen dann abrühren und sie sehen, das sind diese Lehren artige Lehren und die sollen nicht der Stadt reiten und so wieder. Dann fingen wir den selben Paulus dann klimmert wieder rauf, sagte im 4. Vers, die Brüder aber fertigten alsobald ab bei der Nacht Paulus und Silas gen Berea. Da sie aber dahin kamen, gingen sie in der Judenschule. Diese aber waren edler denn die zu Thessalonik. Die nahmen das Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte. So wie hier den Unterschied von diesen beiden Städten, wo Paulus kam. Die eine Gruppe redet sich ab. Und was eigentlich sie namen nach so einer Tosig, dass die Gruppe stark war, Pöbelvolk, so dass manche so was nicht Grund in ihre Feit haben. Aber sie mehr und eine große Abreden und sie sehen, diese Lehren nicht das Rechte und die machen hier wahr. Und das andere steht, da sagt dort, diese werden ein bisschen vernünftiger, das sagt edler. Dann sagt er, sie kicken im Wort Gottes. Sie nehmen ihre Schriftrolle, was sie bedeutet haben. Und ich habe die Bibel nehmen und wie wird hier, was uns nicht stimmt, aber was uns vielleicht fremd ist. Dann darf ich wie die Bibel nehmen. Und dann habe Christus diese, die sagten, sie forschen die Band, und dann horchten sie sagen, was dort stimmt, was Paulus da sieht. Sie sagten Grund in der Bibel. Und ich glaube, sie waren all euer in der Bibel gelesen. So das ist so sehr wichtig, dass wir bekannt sind mit Gottes Wort. Und jeden Tag ist wir so hier über WhatsApp, die gehen viele Botschaften ran. Ich glaube, viele Menschen haben sich direkt auch bekehrt, sind zum Glauben gekommen.
aber nicht alles ist bedreigd, nicht alles ist cool. Wer mit der Bibel bekannt ist, der hielt das sei allein. Als das wirklich das Wort Gottes ist oder nicht. Wenn wir nicht damit bekannt sind, dann haben wir so sei allein am Tod. Oh ja, das habe ich gehört, und hier geht ich, das lebe ich jetzt rein. Dann hier wir morgen was anderes, und das lebe ich auch das rein. Und zu guter Letzt kommen wir über von der Wahrheit auf. Zu guter Letzt sind wir in Gefahr, zu schon zu wollen, wenn Jesus wird kommen, wo wir haben Dinge angenommen, die nicht biblisch sind. Also diese Dinge in uns geistliche Typs, die sind sehr wichtig, dass die von das rechte Material sind, dass das Wort Gottes ist. Jesus sagt in Johannes 5,39, siegt in der Schrift. Wenn es da ist, was von mir reden wird. Siegt in der Schrift. Einfach du Sachen in der Schrift lesen. Ich meine nicht im Internet. Die Bibel, das ist, was geschrieben ist. Ich will nicht dummer sein, wie der im Internet dort leben da bin. Und die waren das dort gewartet und gesehen. Das ist ein Vers, was mir immer wieder abgefallen ist, und das ist Johannes 12,48. Mir sagt es das, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter, das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihm richten am jüngsten Tage. So, wenn jemand würde sagen, no, nicht so viel Bibel lesen, hier sagt Jesus, wer sie nicht annehmen wird, das ist die Bibel, das ist, was er geredet hat. Er sagt, der hat voll den Rechter, das Wort, das was er geredet hat. Dort wird den Rechten am jüngsten Tag. So, ich verstehe das hier so, beim Gerichtstag, die Janja werden nicht für die rechte Hand gestellt wird, sondern für die linke. Die wird über Gelegenheit haben, auf die Bibel zu lesen. Ja, wer das hier nicht hat, der wird dort die Gelegenheit kriegen. Wenn er sagt, das Wort, was ich geredet habe, dort wird am rechten. So, dann wird das finden. Du kriegst mal das Heil erst ganz klar beschrieben. Ich habe bloß nicht angenommen, ich habe bloß nicht geachtet. Dann wird nicht gern durch jeden sein. Wenn Jesus sagt, das Wort wird den rechten. Das wird er geredet hat. Und das habe ich von dir. So, das Wort Gottes lesen. Das ist von großer Wichtigkeit, dass wir das tun. Wir gehen noch den dritten Punkt. So, wir haben uns die Frau gestaltet oder gesagt, ein Wandel mit Gott, ein Wandel mit Gott. Dann habe ich gesagt, wir brauchen das Feuer, den Grund, den Weg, also der Grund, als Jesus annehmen muss uns Radar, der Weg, das ist das Wort Gottes lesen. In der Tag, das ist das Gebet, ein Gebetsleben haben. Wir brauchen, dass wir in der Gemeinschaft mit unseren Herren sind. Und auch dürfen wir Helden können sein, in der Bibel, was das deuten. Und einer von denen ist Daniel. Daniel hat mich immer interessiert in seinem Charakter, in seinem Vorstellen an Gott. Wenn ich mir ein junger vorstelle, so als Daniel wie, wenn sie ihn mitnehmen in Babel, und sie werden doch für sich, und das Interessante ist, sie werden angesehen dort, sie werden dort nicht schlecht behandelt, wenn sie Glück verstanden haben, dass die Jungs nicht kann, nicht so, oder dem Jahr so. Also, was da passiert, sie sollen für den König im Dienst sein. Und die Antwort war eben gesagt, was sie nicht dürfen, um die Satz noch eten. Und wo ist Daniel so standhaft hier? Wo er sich an Gott holen will? Er hat können sie denken, wow, ich möchte das Leben mal genießen, so, an sein Heikel. Und nu wordt met het loten schijn gaan. Maar nou hij niet. Hij hield aan God vast. En wie fing den Klave door, wo hij kon zo sterk zijn. En dat als Daniel saß, vers 11, de laatste Porte sagt het. Und fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie denn bisher zu tun pflegte. Das wir, was Daniel stark
erfüllt. Er hat ein Gebetsleben. Er hat eine Gemeinschaft mit Gott. Er hat sogar eine Glockenzeit. Dann ging er beten. Und er schert sein Hort aus. Das sagt es dir, er hat beten, er hat Gott loben und danken. So ist er dort immer da. So das ist seine Gewohnheit. In Markus 13, Vers 32, da fingen wir dort zu stehen. Von dem Tage aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Jeder uns zu sein, Post an, dort werken und beten. Wir wissen nicht, wann der Zeit wird sein, wann Jesus wird kommen. Aber eins ist klar, er wird kommen und eins ist wichtig, wirkt. Gleich als ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Macht, einen jeglichen sein Werk, und gebot den Türhüter, er sollte wachen. So wachet nun. Denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. So wirken mit Gebet, gebetsvoll sein. 1. Timotheus 2, Vers 1 und wieder, da redet auch von dem Beten, von Fürbitte tun. Und ja, da fängt wir das so wichtig. Das sagt es dit, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Also das Gebet kann so ja breit gehen, das sagt ich gerade für alle Menschen. Und dann denke ich bloß, dass ich noch sehr jung bin, aber im Glauben, dann habe ich viel für meine Freundschaft gebetet. Und die werden so toll, dass wir dann aus meiner anderen Gemeindewechsel merken und dann spürt sich das ein bisschen so toll, wird so von der Seite angekickt. Und dann habe ich viel für das gebetet. Von der weiß ich, das sind auch viele im Glauben. Aber das Gebet, das kann sehr breit gehen. Nachher denke ich, wir sagen, unsere Gemeinde, wo wir nicht sind, in Friedensfeld, ich meine, früher haben wir von geredet, wir haben 21 Jahre dafür gebetet. Der Herr würde der aufbauen, dass du können, eine Gemeinde sein, du in unserer Umgebung. Manchmal haben sie zu uns gesagt, warum trage ich nicht mal wieder im Zentrum nennen, wo die Menschen auch Herzenswunsch wie einfach, dass du eine Gemeinde sein, dass der Herr würde deren aufgehen. Von der Seite wird der Herr auf uns gesehen. Das hat lange gedauert. Über dem dann dachte ich, also, das würde nicht stellen, das hat alle nicht. Aber unheimlich beten. Der Herr behütet uns. In der Bibel sagt, wir sollen beten. Hier sagt er wieder für die Könige und für alle Obrigkeit. Alle Obrigkeit. Von der Tag, das ist so wichtig. Alle Obrigkeit. Sofern beten wir vielleicht für uns lohnt für eure Obrigkeit. Von der sagen wir das alle, naja, was können wir sagen, glücklich wichtig. So, für die Obrigkeit. Dass der Herr sich wird erbarmen, naja, ans Verlangen, ans Gebet wird sein, was er wieder sagt, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Ich habe verbeten. Das sagt gebeten. Dann sagt es in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dann liegt es vielleicht auch alle an uns. Dort mal wieder. Dass wir können in der Gottseligkeit und Ehrbarkeit leben. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt, wo Gottes Will ist, dass alle Menschen soll geholfen werden mit Wort. Na, dass sie dort heil werden ohne, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt, wo Gottes Will ist. In Epheser 18, da redet auch von für alle Heiligen. Sofern beten wir vielleicht für all die Probleme, die da sind, oder für all die, die nicht bekehrt sind. Und hier redet es aber von für alle Heiligen. Epheser 6, Vers 18.
Und betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So, für uns untereinander soll wir beten, da wir beten. Dass wir wollen standhaft leben. Dass wir wollen im Glauben sein, in Treu sein, in Reut sein, wenn Jesus Wort kommt. Noch der letzte Punkt ganz kurz. Das sagst du, ich habe den Text vielleicht ein bisschen ausgeloten, aber das sagt hier so, wenn wir den noch einmal lesen, wenn wir wieder gehen, die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an den Tag bei 3000 Seelen, also das ist die Bekehrung, das ist die Grundlage. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, das ist das Wort Gottes, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und Gebet. So jetzt haben wir das Gebet betrachtet, nehmen wir noch die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die die Bibel sehr betont. Dann checken wir nur 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9. Und das sagt es dort, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Gastfrei sein, weil von der aus wie was hier wären, dann merke ich, dass hier wären gastfrei. Die nehmen uns ab, die merken nicht. Der gutste Bruder Peter kam mir entgegen, hat mir gesagt, dann falls ich dazu willkommen, dann falls ich dazu hier sein, angenommen ist so, die Gemeinschaft mit anderen durch. Nu weet ik aber nicht, wo sei wie das nur kommt, Ich denke, für mich das ist eine sehr große Wichtigkeit, dass wir eine andere Gemeinschaft haben. Vielleicht wird das 30 Jahre 3 besser als von der. Ich weiß nicht, wo das beginnt ist. Beim großen Ganzen sage ich das so, das bleibt da aus. Und ich nur meine Hand, die haben vielleicht sehr Fanetries und die andere Hand vielleicht ein sehr prostet. Und dann wird es nicht so fan spazieren. Können ein Hänger sein, so. Einer hat sehr gut wiederkommen wirtschaftlich, ein anderer hat lang nicht so gut. Und was werden wir uns dann vertrauen? So, da können ein Ding sein, was eine Rolle spielt. Den andere ist dann auch die Medien, alle elektronische Dinge, dass man so sieht, so sehr leicht kann durchspenden, eine steht noch die Geschwister vor und spazieren nochmal einen Abend oder vielleicht bessere Multi kriegen oder so weiter. Ich denke, das ist ein sehr, sehr feines Ding. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe, dass das getan wird. Ich sage, die Geschwister sind in einer anderen Lied und die haben eine Gemeinschaft. Oder ich fand vielleicht jemand, Frau sagt, tschüss, ich habe angekommen, dann sagen sie, no, wir sind da und da, wir sind durch spazieren. Dann fragt man gleich, dass die nicht tschüss sind, dass die durch spazieren. So, die Bibel redet von Gemeinschaft in 1. Korinther 10, Vers 16 und 17. Die sagt, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Das Vers wird vielleicht am Abendmahl brocken, aber das redet Krieg von angeknackt sein mit Jesus Christus, und aber auch Gemeinschaft haben untereinander. Dann sagt er, denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, die, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Die dort sagen wir hier, ich glaube, dass die Ursache, wenn wir hier von der auch in die Kirche sind, wenn wir sind alle Teil an das Brot von Jesus Christus. Und wir haben gemeinschaftlich, sagen wir, taub in die Kirche, und wir brauchen aber auch Gemeinschaft untereinander. Das sagt dann 1. Johannes 1, Vers 7. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Aber das sagt hier, wenn wir im Licht wohnen, so ist Jesus im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Dann haben wir. So, wenn wir uns nicht freuen, oder wenn wir frei denken, ja, uns Leben bekehren, und wenn ich nicht mal so eine Antwort geben, für mich selbst, wandel ich mit Gott, oder wenn du wirst, wo wirst du dein Leben taxieren? Wandelst du mit Gott? Und so sagt ihr, seht, wenn ein Ding fehlt an einem Gebiet, wenn der Flur nicht fern ist, oder der Wing nicht, oder der Dach nicht, oder das Unmeubeln, dann ist das nicht fertig. Und so ist auch ans geistliche Leben.
Wenn ein von diesen Dingen fehlt, der Grund, der Wein, der Tag oder die Meubeln. Wann wir nicht im Glauben sind, oder wann wir nicht das Wort Gottes lesen, oder wann wir nicht ein Gebetsleben haben, oder wann wir für uns allein sind, dann ist uns geistliche Tüß nicht vor, dann fehlt der Wort. Und der Herr will haben, wir sollen reut sein, wenn heute Wahrheit kommt, und er will auch haben, wir sollen im Sehen leben. Wenn wir uns nie ein Bild mehr um geistlichen Sinn, und er kann nicht in Gebetsleben, dann ist unter Tag ein Loch, dann ist der Tag nicht vor ihm. Dann hat Satan Chance, mit seinen vorigen Pfeilen, so nennt er sich in den geistlichen Leben. Wenn der Tag ist nicht vor ihm, und er wird die Gelegenheit wahrnehmen, dann kann er durch die Wand verscheuchen. Und das ist das Wort Gottes. Wenn wir nicht im Gebetsleben führen, dann wollen wir sehr wahrscheinlich auch nicht eine Predigt haben, im Wort Gottes zu lesen. Dann kann er dort entscheiden in uns geistliches Leben, dann kann er dort beschädigen, dann kann er die Wand beschädigen. Und wenn wir nicht ein Gebetsleben haben, und auch nicht im Wort Gottes lesen tun, dann kann er auch nur die Flur scheiden. Und dann kommen wir bei Tour und dann sagen wir vielleicht, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich gerade sein. Dann wird das ganze geistliche Haus schwach. Aber wenn das alle durch ist, wenn der Grundplan ist, der Wingplan und der Tagtau und der Meubel in der Band, dann ist es fertig. Möchte der Herr dort schenken, dass uns geistliche Haus fertig ist und wo das nicht fertig ist, dort wieder dann wird holen mit tun, dass es können fertig sein. Wir haben noch Stunden zum Beten, wird es passen. Bruder im Himmel, wie kommt heute am Schluss von uns Taub sein? Wie seien die Dankeschön, dass dieses Dittarben Taub kommt? Ganz besonders Dank für dein Wort. Herr, wir leben in einer Zeit, wo wir uns Gedanken merken. Wir wundern, ist das mit uns der Zeit, wo die was schwerer kommen, die Dinge zu holen. Herr, du allein weißt. Aber ich habe genug, dass wir können reut sein, dass deine Gemeinde aus einer geschmeckten Braut durch sein. Help uns, und hier einer der andere soll sein, die sitzt in seinen geistlichen Tisch, dass es nicht vor dich, dass er das Wort mit tun. Wir danken dir, dass wir das kennen vor dich haben und Wort noch, und dass wir uns durch sehen und wieder auf diese Gemeinde sehen. In Namen Jesus. Amen. Das Lieder Nummer 157. Ich brauch dich alle Zeit, du kommst hervor. Mein warmes Herz wird still, mit dir vereint. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich komm zu dir, mein Heiland.
wir haben gehört, was das Leben braucht. Und wenn wir dann bestimmt bleiben, dann fängt es mit dem Glauben an, das Fundament, die Bekehrung. In Gottes Wort, die betende Gemeinschaft. So steht dann, wenn wir uns aus dem Stuhl herstellen, dann steht der sicher, ein feierbeinischer Stuhl, dann steht der sicher. Und so, wir in der ersten Gemeinde, und so ist von der auch Gott seine Verheitung, wenn wir diese Verheitung haben, dann gut wie sicher. So, ich möchte der Herr das Wort sehen. Und der Jakob, so ich probiere nur ans mit dem Sehen zu lassen. Ja, wenn wir uns heute verneigen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben das Lob.